Herzlich willkommen zurück auf meinem Lost Place Kanal. Heute nehmen wir euch mit auf eine unglaubliche Reise durch die Zeit, direkt ins Herz des verlassenen internationalen Flughafens Nikosia auf Zypern. Dieser Ort ist ein stilles Zeugnis der turbulenten Geschichte Zyperns. Eröffnet wurde er im Jahr 1939 und 1974 wurde dieser aufgrund des Zypern-Konflikts geschlossen. Zu Spitzenzeiten wurden von hier über 800.000 Menschen in die Welt befördert. Heute ist er größtenteils verlassen und man bezeichnet ihn als Geisterflughafen. Doch die UN ist immer noch auf dem Gelände stationiert und der Flughafen wird immer noch streng bewacht. Deshalb mussten wir uns mitten in der Nacht auf das Militärgelände schleichen und hoffen, dass dort nachts niemand patrouilliert. Unsere Erkundung dieses verlassenen Ortes war ein Nervenkitzel der Extraklasse. Mit jedem Schritt, den wir in das verlassene Terminal und auf das verlassene Gelände machten, konnten wir die Echos der Vergangenheit hören. Es war so, als ob die Zeit hier stehen geblieben wäre. Während unserer Erkundung hatten wir eine Begegnung der besonderen Art. Das Risiko, hier von der Armee erwischt zu werden, war extrem hoch. Und unser Herz schlug uns bis zum Hals, als wir dann plötzlich die Patrouille bemerkten. Konnten wir hier unbemerkt entkommen oder wurde uns unsere waghalsige Erkundung zum Verhängnis? So Leute, wir haben wirklich keine Zeit mehr und müssen jetzt gucken, dass wir hier so schnell wie möglich und vor allen Dingen ungesehen rauskommen. Let's go! Okay, Büsche. Müssen zu den Büschen. Müssen weiter. Hier ist gerade keiner, oder? Schatz, los, weiter. Komm, weiter. Da kommt ein Auto. Nein. UN mit Blaulicht. Aber erst nochmal zurück an den Anfang. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber da hinten ist ein riesiger Zaun. Und da befindet sich der Nikosia Airport, ein unglaublicher Urbex-Traum von uns beiden. Seit der türkischen Invasion hier auf Zypern ist dieser quasi verlassen, seit 1974. Und ja, es ist ein Riesentraum von uns, diesen zu begutachten. Wir überlegen gerade noch, wie oder ob wir überhaupt aufs Gelände gehen. Und dann ist uns hier beim Vorbeifahren etwas ins Auge gestoßen, was wir euch mal zeigen wollten. Hier mitten auf dem Feld haben wir die Überreste einer Maschine. Warum auch immer diese hier liegt, ob die mal hier abgestürzt ist, den Flughafen verpasst hat oder sonst was, kann ich euch leider nicht erzählen. Sieht aber auf jeden Fall extrem atemberaubend aus. Hier haben wir die Überreste der Kabine, sage ich jetzt mal. Also das ganze Teil musste man hier einmal hochklappen. Und hier ist das Heck des Flugzeuges. Sieht richtig krass aus. Aber hier ist ja echt nicht mehr viel davon übrig, ne? Wahnsinn. Hier haben wir die Turbine. Eine der Turbinen. Und hier sind die Räder. Das ist extrem groß. Naja, mehr gibt es hier jetzt leider nicht zu sehen und wir halten euch dann definitiv auf dem Laufenden, was wir mit dem verlassenen Airport machen. Guckt euch das nochmal an, Leute, Wie apokalyptisch das hier aussieht. Wie eine Wüste. Und da oben beginnt schon der NATO-Draht. und der Flughafen hat wohl 2 Zäune. Ja, und das Krasse ist halt, das ist ein Militärstützpunkt, Leute, von der UN, wo über 1000 UN-Mitarbeiter beschäftigt sind aktuell. Und überall fahren
sie mit ihren weißen UN-Trucks rum, patrouillieren das ganze Gebiet. Das ist also extrem gefährlich und die Chance hier erwischt zu werden ist extrem hoch. Vor allen Dingen auch, weil der Airport so weit entfernt ist. Das heißt, man muss über eine riesige Freifläche sprinten und das ist halt das Krasse hier, Leute. Also, boah, das könnte einer unserer heftigsten und spannendsten Abenteuer werden auf YouTube. Guckt euch das mal an. Der ganze Weg hier, überall NATO-Draht. Und da hinten geht es weiter, noch ein Zaun. Doch da wir uns hier schon in der sogenannten Bufferzone der UN befanden, mussten wir unseren Versuch hier abbrechen, da wir von einer vorbeifahrenden Patrouille ziemlich dumm angeguckt wurden. An dieser Stelle waren wir zwei ziemlich frustriert, da dies bereits unser zweiter Versuch war, irgendwie auf das Airport-Gelände zu gelangen. Der Airport ist schließlich über eine Stunde von unserem Hotel entfernt und wir sind bereits 4 Stunden umsonst gefahren. Wir haben gerade 4:30 Uhr. Wir müssen die Gunst der Stunde und die Dunkelheit nutzen, um dieses Gelände zu betreten. Dies wird definitiv unser bisher gefährlichstes Lost Place Abenteuer. Also machten wir uns einige Stunden später erneut auf den Weg zum verlassenen Flughafen, um die Dunkelheit für uns zu nutzen, um dann das verbotene Militärgelände unentdeckt zu betreten. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu dem besagten Flughafen. Dieser Flughafen befindet sich in der Pufferzone zwischen Nordzypern und dem normalen Teil von Zypern, sage ich jetzt mal, also türkischer Seite und griechischer Seite. Diese Pufferzone sorgt halt dafür, dass Frieden ist zwischen den zwei Seiten, weil diese sich gar nicht leiden können. Der Flughafen war in Betrieb von 1939 bis 1974, bis halt die türkische Invasion war und hat zu Spitzenzeiten tatsächlich 800.000 Passagiere befördert. Also echt krass zu der Zeit damals. Das Problem ist, der ist halt in dieser Pufferzone, der Flughafen, und diese Pufferzone wird von der UN besetzt und die UN fährt auch regelmäßig Patrouille dort. Die haben halt so weiße Trucks, wo ganz fett UN draufsteht. Und das Problem ist halt, man muss irgendwie erstmal auf Militärgelände kommen. Da muss man halt erstmal zum Flughafengebäude an sich kommen. Wir waren ja gestern schon mal da, haben uns das ein bisschen angeguckt vor Ort, hatten aber auch extrem scheiße geparkt, weswegen wir jetzt heute nochmal unterwegs sind. Wir haben aber jetzt alles vorbereitet, Parkplatz rausgesucht, wie wir das machen. Wir nutzen die Dunkelheit, um erstmal reinzukommen. Und dann werden wir wahrscheinlich ein Riesenproblem haben, wie wir da wieder rauskommen. Es wird jetzt richtig gefährlich. Wir haben auch keine Ahnung, was da passiert, wenn wir dort in der Zone irgendwie erwischt werden. Wünscht uns also sehr viel Glück. So, wir haben jetzt erfolgreich geparkt. Es ist noch dunkel. Die Sonne geht gerade auf, Leute. Ich weiß nicht, ob man es gut auf der Kamera sehen kann. Aber wir haben jetzt eine riesige Freifläche vor uns und da müssen wir ungesehen zum Airport kommen. Drückt uns die Daumen, dass hier keiner patrouilliert jetzt. Der Stacheldraht von gestern. Hey, du kannst da nicht drauf treten. Bist du da nicht drauf getreten? Mhm. Oh, ich hab's im Bein. Nein. Zieh das mal weg. Schon wieder. Ich häng drin. Okay, geschafft. Scheiße. Wir müssen uns beeilen. Ist hier nochmal Stacheldraht? Scheiße.
Ist hier denn nochmal Stacheldraht? Nein, nein, nein. Pass auf. Pass auf den Rucksack. Ja, jetzt. So. Okay. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Leute, das nächste Hindernis. Der dritte Zaun mittlerweile. Oben überall NATO-Draht. Es gibt kein Zurück mehr. Es wird langsam hell. Wir müssen uns beeilen, dass wir, bevor es komplett hell ist, im Airport sind. Adrenalin-Level 9000, ich sag's euch. Wir arbeiten seit einer Woche daran, hier reinzukommen. Wir haben gestern den ganzen Tag in der Mall verbracht, um von der Mall aus auf den Airport gucken zu können und die Patrouillen zu beobachten. Dann waren wir am Montag schon mal hier. Ja, genau dasselbe. Das ist der dritte Anlauf jetzt, Leute. Let's go. Let's fucking go. Wir können es gar nicht glauben. Die Hunde hinter uns, die sind so am Bellen. Da ist ein Dog-Shelter. Wir wissen aber nicht, ob die jetzt wirklich wegen uns bellen oder nicht. Und wir sind auf dem Rollfeld. Ich kann kein Licht machen, Leute. Die Wachen sehen uns sonst sofort. Wir sind auf Asphalt. Es ist Rollfeld. Und wir sehen gerade zum ersten Mal den Flughafen mit eigenen Augen. Jetzt müssen wir hoffen, dass hier kein Auto lang fährt. Weitere 10 Minuten sind vergangen. Es wird immer heller. Die Zeit ist gegen uns. Und da ist der Airport. Leute, wir sind kurz davor, es zu schaffen. Da hinten die Lichter, das sind alles Lichter von den Wachposten. Okay, wir müssen immer gucken, dass wir möglichst nah an Büschen sind, um diese als Tarnung zu nutzen. Wir müssen uns tarnen. Meter für Meter. Da ist das Ding. Wieder eine riesige Freifläche. Los. Die letzten Meter. Die letzten Meter. Bis mal nach rechts. Dass wir schon mal vom Gebäude geschützt sind. Okay. So. Überall Gitter. Oh mein Gott. Leute, wir warten jetzt, bis die Sonne aufgegangen ist. Und dann mache ich die Kamera nochmal an, Leute. Bis gleich. Es sind nun einige Minuten vergangen, Leute. Schaut mal, es ist schon so gut wie hell. Wir haben es gerade 6:30 Uhr. Hier vorne war unser Eingang. Und jetzt sind wir hier ganz unten. Unterm Airport, sage ich jetzt mal, im Keller. Wahrscheinlich war hier irgendwas mit Gepäckausgabe oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Da ist die liebe Johanna. Wir haben leider keine Taschenlampen dabei. Und es ist noch extrem dunkel hier im Gebäude. Wir saßen gerade auf Stühlen da hinten. Ich glaube, man kann sie erkennen. Die Hose war mal beige. Dann haben wir hier den Treppenaufgang. Kann man leider auch nicht so viel erkennen. Aber wir gehen dann direkt jetzt mal weiter in die erste größere Halle rein. Hier vorne sieht man die Sitzplätze, wo wir gerade kurz saßen. Ich habe eine ganz kleine Mini-Lampe dabei. Hier saßen wir gerade drauf, wie man sieht. Also hier saß schon länger keiner mehr. Die ganze Scheibe hier ist gesprengt. Überall liegen Scherben. Das ist die erste große Eingangshalle.
oben haben wir die Reklameanzeigen. Da gab es dann früher Werbung, wo die Gäste dann, ja, währenddem sie hier durchgegangen sind, auf irgendeine Werbung hingewiesen worden sind. Und das Spannende an diesem Airport ist halt die Decke. Die Decke wirkt komplett blau und hat so Fenster oben in der Decke, was extrem krass aussieht. Und das ist definitiv einer der spektakulärsten Lost Places, die wir je gesehen haben. Und da hinten ist die Treppe in den Hauptteil. Jetzt haben wir hier rechts und links, glaube ich, die ganzen Shops, wenn ich mich nicht täusche. Also hier könnten auf jeden Fall mal Shops gewesen sein, wo die Leute irgendwas einkaufen konnten. Aber ich sehe hier gerade, unten links steht auf jeden Fall Information. Das heißt, hier waren irgendwelche Büros wahrscheinlich. Hier auch weitere Werbebanner. Das sieht einfach nur unglaublich aus. Hier ist ein weiterer Zugang. Das war wahrscheinlich mal irgendein wichtiger Besuch hier im Flughafen, welcher bildlich festgehalten wurde. Und hier ist überall Taubenscheiße. Guckt euch diese Treppe mal an. Hier war dann so eine kleine Kaffee-Ecke. Konnte man sich dann vor dem Abflug nochmal einen Kaffee holen. Und guckt mal, wie das hier alles aussieht, Leute. Ihr müsst halt bedenken, der Flughafen ist 1974 erst erschlossen worden. Krass. Wir sind jetzt im Bereich der Passkontrollen. Guckt euch das mal an. Passports. Schalter 1. Schalter 2. Schalter 3. Und 4. 5. 6, 7, 8, Wahnsinn. Das ist alles natürlicher Verfall. Kein Vandalismus, kein Graffiti. Seit 50 Jahren ist dieser Flughafen hier verlassen. Das ist unfassbar. Überall kommt die Decke hier runter. Das sieht mir auch nach irgendeiner alten Küche noch aus. Wir gehen nicht zu nah an diesem Fenster, weil auf der Seite soll es wohl Kameras geben. Unten ein Bewegungsmelder. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Das ist unfassbar. Hier links haben wir den Zugang von außen zum Airport mit einer kleinen Rampe. Und da
Das ist ein richtig langer Gang hier, wo man wahrscheinlich dann direkt zu seinen Check-ins kam etc. Wahnsinn, wie die Decke hier auch aussieht. Dann war die Küche, glaube ich, hiermit in Verbindung gesetzt. Ist das ja auch wieder irgendwas zur Bewirtung? Kann man wahrscheinlich auch noch ein paar Snacks oder so. Kann man leider nicht mehr so viel von erkennen, außer dass da die Küche ist noch. Was steht hier? United. Kann man gar nicht mehr lesen. Wir haben gerade schon mal ganz kurz reingeguckt. Und jetzt kommt echt der Raum der Räume, welcher hier so besonders ist und welcher auch ein bekannter Fotospot in der Szene ist. Welches Foto aber definitiv noch nicht viele machen durften. Jetzt guckt euch mal bitte diesen Wartebereich an. Unglaublich. Guckt euch das an. Unfassbar, Leute. Das sieht so geil aus. Wie in einer Apokalypse. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist alles natürlicher Verfall, Leute. Da haben wir einen Giftshop. Da haben wir noch 3 Telefonzellen. Da ist der Duty-Free-Shop. Und ich habe gerade ein Bild gesehen, wie es hier einmal früher ausgesehen hat. Das müsst ihr euch angucken. Am 24. September 1947 nahm Cyprus Airways von dem Nicosia Airport aus den Linienverkehr auf. Ab 1966 begann der Bau des neuen Terminals, welchen wir gerade erkunden. 1968 wurde das Terminal eröffnet. Jedoch bereits in den frühen 70er Jahren geriet der Flughafen an seine Kapazitätsgrenzen, sodass im Juni 1974 Ausbaupläne vorgestellt wurden, welche jedoch nie umgesetzt worden sind. Während des Zypern-Konflikts zerstörten die türkischen Luftstreitkräfte 2 der aus Trident-Jets bestehenden Flotte von Cyprus Airways. Dieses haben wir tatsächlich am Anfang des Videos bereits erkundet. Kurze Zeit später lag der Flughafen zwischen den Fronten im Zypern-Konflikt und die UN erklärte diesen zur UN-Schutzzone. Mitten in der touristischen Saison verlor Cyprus Airways sowohl Fluggerät als auch seine Basis. Provisorisch musste in Larnaca auf einem ehemaligen Militärflughafen ein Flugfeld hergerichtet werden, das im Februar 1975 öffnete und später zum Hauptflughafen ausgebaut wurde. Mehrere Gespräche, den Flughafen wieder für den zivilen Luftverkehr zu öffnen, scheiterten bisher. Seine Rolle als internationaler Flughafen der Republik Zypern übernahm der Flughafen Larnaca. Am 11. Februar 2014 diskutierten die Führer der beiden Volksgruppen Nordzyperns und Südzyperns auf dem Gelände des alten Flughafens von Nikosia über die Wiedervereinigung von Zypern. Die Gespräche an diesem symbolträchtigen Ort fanden unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen statt und waren die ersten seit über 2 Jahren. Die Zukunft dieses verlassenen Orts ist noch unklar, doch eins wurde uns hier während unserer Erkundung klar. So ein verlassener Ort ist absolut einzigartig und wir sind dankbar, dass wir diesen mit eigenen Augen zu Gesicht bekommen haben. Es tut mir auf jeden Fall schon mal sehr leid, denn wir können in dieser Folge nur extrem leise reden und können auch nicht auf jedes Detail genau eingehen, weil wir auch jetzt gleich hier schon wieder weg müssen, bevor die erste Patrouille fährt, Leute. So, hier in dem Bereich waren wir noch nicht. Scheinen auch Passkontrollen gewesen zu sein, beziehungsweise das sind die Passkontrollen von der anderen Seite. Da vorne haben wir den Erste-Hilfe-Service und hier sind auch noch Bilder, wie es hier einmal früher ausgesehen hat. Wahnsinn.
Doch so langsam realisierten wir, dass wir mittlerweile in der Falle steckten. Denn der schwierigste Part des Places stand uns unmittelbar bevor. Wir mussten das Gelände ungesehen verlassen. Oh Leute, wir haben wirklich keine Zeit mehr. Wir sind wieder unten und müssen jetzt gucken, dass wir hier so schnell wie möglich und vor allen Dingen ungesehen rauskommen. Da fährt ein Auto. Man hört auf jeden Fall ein Auto. Guckt euch diese Strecke an, die wir zurücklegen müssen. Man hört auf jeden Fall was. Aber in den Büschen können wir uns verstecken. Let's go. Let's go. Okay, Büsche, Büsche. Müssen zu den Büschen. Sofort zum Busch. Gucken. Müssen weiter. Hier ist gerade keiner, oder? Nein. Komm, rennen. Zum nächsten Busch. Und weiter. Weiter. Und noch einer. Wir haben gut Strecke gemacht. Müssen wir weiter, komm. Komm, noch ein bisschen. Weiter, weiter. Schatz, komm. Oh. Wo ging's lang? Da kommt ein Auto. Oder? Kannst du noch weiter rein? Da kommt ein Auto. Nein. Da kommt ein Feuerwehrauto. Feuerwehr. UN. Mit Blaulicht. Weiß ich nicht, wer da weg. Bleib hier. Bleib hier. Ich hänge in den Dornen. Blaulicht. Ich glaube, es ist weitergefahren. Ich glaube, es ist weitergefahren. Du hast so gute Ohren. Ich hänge in den Dornen komplett. Guck, du mal, siehst du hinter mir was? Da kommt noch eins. Oder kommt es zurück? Warte, ich gucke. Scheiße. Das ist wieder das Feuerwehrauto.
Warum kommt das so schnell zurück? Das fährt hier immer rum. Oder sucht uns das? Weiter, weiter. Oder ist der angehalten? Welcher? Der ist zu weit weg. Komm, wir rennen zum kleinen Busch. Komm. Wir rennen jetzt erstmal geradeaus. Komm, 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 komm. Und los. Rennen über die Straße. Los. Weiter, weiter, weiter. Komm. Weiter. Bis zum Busch. Komm. Komm, Johanna. Weiter. Übers Feld und nur noch geradeaus. Da kommt doch einer. Warte. Na hier. Warte. Ich weiß nicht, ob er genau hier lang fährt. Wenn der unter uns lang fährt. Let's go. Zum Busch. Komm, wir haben es fast geschafft. Ich sehe den Zaun schon. Beeil dich. Da ist der Zaun. Wir sind am Zaun, Leute. Wow. Guck dich das Flugzeug an. Unser Auto, Leute. Oh mein Gott. Linkslenker. Oh, hier stinkt's nach Kupplung. Guck mal, Leute, wie wir schwitzen. Und jetzt nichts wie weg hier. Wir sitzen jetzt gemütlich in der Mall, trinken jetzt einen Kaffee, stoßen auf unseren Erfolg hier an. Ohne Scheiß, das war der heftigste Lost Place, die heftigste Location, die wir je besucht haben. Das war einfach nur unglaublich. Es war ein absoluter Traumspot von uns. Wird uns auf jeden Fall ewig in Erinnerung bleiben. Wir sind insgesamt eine Woche auf Zypern gewesen. Das war heute der letzte Tag. Und wir waren insgesamt 3-mal hier. Es war immer was anderes, es hat irgendwie nicht geklappt oder wir haben uns nicht getraut oder so, aber wir haben es jetzt einfach durchgezogen. Wir bedanken uns vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, wir konnten euch eine Location zeigen, die ihr so vielleicht noch nicht gesehen habt. Wir bedanken uns riesig fürs Zusehen. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder, die solche weiten Reisen nach Zypern uns ermöglichen, damit wir euch sowas hier zeigen können. Carstens Hose ist leider komplett kaputt. Ich bin super dreckig und bin leider 2-mal auf dem Rückweg hingefallen und habe ein bisschen an den Händen wehgetan, aber wir waren nass geschwitzt. Es war absolut wert und jetzt machen wir nichts wie ab ins Hotel, weil unsere Mission war, wir sind zum Frühstück wieder im Hotel und wir sind gut in der Zeit, wir fahren jetzt eine Stunde zurück. Ja, und dann genießen wir unseren letzten Tag auf Zypern. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund. Und ciao. Wenn du die anderen Teile der Zypern-Reihe verpasst hast, kannst du dir diese jetzt gerne im Anschluss anschauen. Und nächste Woche Samstag gibt es das 5. und letzte Video der Zypern-Reihe.